Direkt dran ist heute in Bochum im wunderschönen Achat-Hotel, direkt in der Nähe vom Ruhrpark und mit einem, ja, wir müssen es wirklich so sagen, Weltstar, einem Grammy-Preisträger, das muss man sich überlegen, also eine der höchsten Auszeichnungen, die man eigentlich bekommen kann. Wir kommen später nochmal drauf. Mit dabei ist Hanna Niederhagen, die macht nämlich heute die Übersetzung, denn unser Weltstar kommt nicht aus New York und er sagt immer einen wunderschönen Satz: Mein Deutsch ist schlecht, aber euer Englisch ist schlecht. Okay, it's okay. Yeah, so we are even. It's okay. It's okay. Deswegen brauchen wir diese Übersetzung. Es geht um eine Promotour. Im Moment geht es quer durch Deutschland mit Lars Bernd Events, die dafür sorgen, dass in Zukunft auch die Kirchen und die Veranstaltungsorte wieder voll werden, nämlich mit den New York Gospel Stars, die nämlich Craig Wiggins jedes Jahr zusammenstellt und auch quer durch Deutschland führt. Eine Wahnsinnstour. Und es hat eine besondere Bewandtnis, nämlich dieses Jahr sind es viele Jahre. 10 Jahre. 10 Jahre sind sie jetzt unterwegs, hier in Deutschland und jeweils immer wie viele Tage? 80? Bis zu 80 Tagen. Also wir haben jedes Jahr, we got 80 shows. How many days are you on tour in Germany usually? Usually the 90. 90, right? Yeah, usually 90. We usually go home on the 90th day. In der Regel haben wir 90 Shows, nicht 80, sondern tatsächlich 90, die wir dann quer durch Deutschland reisen, also die New York Gospel Stars quer durch Deutschland reisen. Und dazwischen gibt es kaum eine Pause, es ist wirklich fast Tag an Tag, dass die Shows... The tour is just day on day in a row. Oh yeah, every day. Not many off Every days. day, not many. Never many. So, jetzt fragt sich natürlich so manch einer, das wird die Grundfrage überhaupt sein, wie kommt ein Mensch, der Musiker ist, der aus New York kommt, so begeistert zum Gospel? Was hat Craig Wiggins zum Gospel gebracht? Oh well, I grew up in church all my life. My mother was a singer, and my grandmother was a singer in church. So I just kind of followed the pattern, and then I decided to really pursue it in a professional manner. So yeah. Seine Mama und seine Großmutter waren jeweils Gospelsängerinnen bzw. Sänger und er wächst in der Kirche auf, ist in der Kirche aufgewachsen, weshalb er die Periode bzw. die Zeit seiner Eltern, seiner Großeltern natürlich gerne fortsetzen möchte. Und irgendwann ging das Ganze dann ins Professionelle über, dass er dann gesagt hat, er möchte wirklich auch Sänger werden und nicht nur in seiner Kirche in New York. In das Professionelle, aber so, dass er ja andere Menschen mitreißt. Er stellt seine eigene Truppe zusammen, er stellt seinen eigenen Gospelchor zusammen, er reißt andere Menschen mit dem Gospel auch zum Glauben hin. Wie schafft man das? In welchen Jahren hat das angefangen? Schon von klein an oder jungen Jahren an oder doch später erst? Oh, And how do you do it? I basically, what I do is as far as starting, I don't know, I guess maybe, that's a very good question. Das ist eine gute Frage, weil Yeah, very good question. Yeah. I guess, I don't know, maybe about 20 years ago, I started actually creating music in the church and learning the flow of church, and that kind of helped me to kind of be able to do it over here and take people on a journey and get them to understand the meaning of gospel music and feel, gospel music. Ja. Also er hat vor 20 Jahren angefangen und für ihn ist es halt wichtig, oder er versucht es allen Leuten rüberzubringen, dass sie das Gospelgefühl, weil das er selbst auch fühlt, jedes Mal in seiner Kirche, wenn er Sonntag singt, dass er das Gefühl seinem Publikum rüberbringt, wie es ist, Gospel tatsächlich zu leben und wie es ist, Gospel einfach zu fühlen. Also für sie ist es ganz wichtig, das zu fühlen. Now, what was the second question? You answered it already. Okay, good, okay. Okay. So, jetzt zeigen wir es ja jedes Jahr, wenn die New York Gospel Stars unterwegs sind, dass Craig Wiggins auch Grammy-Preisträger ist. Wie ist das dazu gekommen? Wie kam es zu dieser hohen Auszeichnung? Well, basically, it was with my church choir. I'm the choir director over the church choir, and basically, Er ist der, choir leader. Yeah. Er ist der Chordirektor für Chöre und hat dementsprechend da den Grammy Award gewonnen.
Yeah, and so we won as a church choir in 2002 for Best Gospel Choir in Chorus. Also sie haben den Award gewonnen für den besten Gospelchor 2002 und zwar war das der komplette Gospelchor, der es gewonnen hat. Und da war er eben mit als Gospel-Leader, also als Gospel-Leiter, Chorleiter, so nennt man das auf Deutsch. Wie ist diese Gospelwelle für die New York Gospel Stars rübergeschwappt hier nach Deutschland? Okay, I was actually here in Germany on another tour, and I met Lars Burt, and he wanted to venture out and do a gospel tour, and so he took a chance on little old me, you know, and the rest is history. We've been doing it for now 10 years, and it's just growing and growing. Every year it gets more exciting. Also er hat vor 10 Jahren Lars Bernd kennengelernt, er war mit einem anderen Gospelchor hier unterwegs und Lars Bernd wollte seinen eigenen Gospelchor auf die Beine stellen und hat Craig gefragt, machen wir das? Und dann hat Craig gesagt, alles klar, wir machen das. Und er war natürlich sehr stolz, dass er quasi der Auserwählte war aus diesem Gospelchor, aus diesem schon bestehenden Gospelchor. Und da gab es einfach nur einen Handschlag und daraufhin wurden dann quasi entschieden, dass es die New York Gospel Stars gibt. Und es war dann Craigs Aufgabe, in New York seine Sänger zu suchen und zu finden, die mit ihm auf Tour gehen. So stelle ich mir nicht einfach vor, in New York die besten Gospel-Singers, die besten Gospel-Stars zu finden. Wie macht er das? Wie viele sind das? Wie viele Menschen sind das, aus denen er sie auswählen muss? New York Gospel Stars right now, I would think maybe would be really maybe like 25 people throughout the past 10 years. And what happens is I don't really audition. Most of the people that are on the tour are people that I've worked with prior to this tour, doing other tours or singing in different places. So basically, really, that's how I kind of pick and choose which ones I'm going to take at that particular time, based on their availability and how well they perform. Also er hat, insgesamt gibt es mittlerweile 25 New York Gospel Stars, die in den 10 Jahren quasi heranentzogen wurden, um das mal so zu sagen. Und er hat es so, dass jeder der Gospel-Mitglieder, mit denen er auf Tour geht, mit denen arbeitet er auch in New York zusammen, dementsprechend weiß er halt, wie sie da sind, wie sie da performen. Und es hängt natürlich auch davon ab, ob sie das Jahr drauf wiederkommen, wie sie hier in Deutschland waren. Für viele ist das 3 Monate lange Touren nicht unbedingt machbar, auch aufgrund der Familien, ob sie verfügbar sind für 3 Monate. Die haben ja auch alle nochmal einen Job in Amerika. Und danach wählt er eben aus, wen er mitnimmt. Es gibt verschiedene Gospel-Formationen, die auch in Deutschland touren, die international touren. Was ist das Entscheidende? Wie sieht Wiggins seine Art, den Gospel rüberzubringen? Was ist das Besondere an den New York Gospel Stars? Oh, well, first, I kind of look for people that can really get along with each other, because we're out here for 3 months, and I think that that's very important, that when you pick people that, this is going to be your family. And, sometimes you don't really know people until you live with them. So, am I going, is that too much? Thank you. Okay. Also das Erste ist, er sucht die Leute danach aus, dass sie auf jeden Fall zusammen 3 Monate lang auf Tour sein können. Das heißt, er guckt natürlich sich die Charaktere an, einfach aufgrund der Tatsache, damit man 3 Monate lang wirklich Tag und Nacht aufeinander sitzen kann, aufeinander hocken kann. Und wenn man 3 Monate lang unterwegs ist, dann lebt man miteinander, man hat quasi eine Ersatzfamilie, um das so zu sagen. Und da ist es natürlich wichtig, dass es funktioniert und dass einfach eine Harmonie entsteht bei dem Miteinander sein. Okay, Yeah. now keep going? Yeah. Okay. And it's also very important, I want to make sure that whoever I bring has a presence on stage, because that's very important. Which presence? Their presence have to have a presence. They have to have a presence on stage where people want to see them, people want to enjoy them, and for me that's very important. So I kind of learned everybody individually, so I know who would work better in what position, in what space. So, yeah. Für ihn ist es wichtig, dass die Person, die kommt, die auf der Bühne steht, jeweils eine eigene Präsenz hat, dass sie eigenständig sind und nicht das machen, was man möchte, also das, was ihm vorgetragen wird.
Deshalb ist es so, dass er sich jede Person wirklich einzeln anschaut und guckt, in welche Rolle sie quasi gebracht werden können. Wir haben ja auch immer Alto und Soprano und was da passiert. Grundsätzlich jeder, der die New York Gospel Stars gesehen hat, weiß auch, dass da zum Teil ein bisschen Show ist, wo, ich sag's jetzt mal, Natoya Dugan zum Beispiel die eher sexy Person ist, weil sie halt auch sexy ist. I know what you're saying. Yeah. I got that. Und das ist halt einfach die Kunst von ihm, dass er das sehen kann und dass er sich halt wirklich mit der Person einzeln auseinandersetzt. Ein Insider hat mir einmal verraten, dass die New York Gospel Stars nicht nur Gospel singen, auf die Bühne bringen, sondern Gospel und den Glauben regelrecht leben. Ist das bis heute noch so? Oh, of course. That's very important. Gospel music is spreading the good news of Jesus Christ. It's God's music. So it's very important that whoever that I bring here to represent it, they have to represent Him. So, I mean, I wouldn't want to bring someone here who believes in God. You know, I wouldn't want to bring someone who does not believe in God. I never want this to just be a job for someone. You know. Also für ihn ist es ganz wichtig, dass alle, die mit auf Tour sind, an Gospel glauben, an Gott glauben, dass sie wirklich auch den Glauben vertreten, weil die Gospelmusik halt wirklich einfach die Musik für Gott ist, weil es die gute Nachricht ist, die quasi Gott auch uns rüberbringt. Weshalb Craig niemals auf die Idee kommen würde, irgendjemand mit auf die Bühne zu bringen, der nicht an Gott glaubt oder grundsätzlich die Ansichtsweise, die anderen New York Gospel Stars nicht vertreten würde. Das ist für ihn ganz wichtig. Kommen wir von der Bühne zum Publikum. Das Publikum wird mitgerissen, man sieht es teilweise, die tanzen auf den Kirchenbänken, wo mancher sagt, das ist gar nicht erlaubt. Ja, da ist es erlaubt, sie reißen sie mit. Welche Erfahrung hat Craig Wiggins, dass man da auch Menschen mitreißen kann, mit dem Gospel zum Glauben hin? I think because of my relationship with God, when I do sing, I try to give my best and give my all. I think that's very important. When you know, I don't want us to, in other words, like what Lars was saying, we don't want to do a show. We want to do a concert. You know, and you know, I want you to experience and feel what I feel. You know, which is the presence of God when I sing. So I'm just so grateful for the opportunity to be able to sing His music that when I get chances to sing, I just give Him my all. So I guess the experience for me would be giving God my all and seeing the reaction of people when I do that. Für ihn ist es so, dass er alles gibt auf der Bühne, dass er Gottes Geschenk weitergibt, dass er singen kann, dass er die Möglichkeit hat, auf der Bühne zu stehen, dass es für ihn keine Show ist, sondern dass es für ihn tatsächlich ein Konzert ist, was sehr wichtig ist und dass er das liebt zu sehen, dass er mit dem, was er den Menschen gibt, mit dem Glauben, den er den Menschen gibt, mit der Musik, den er den Menschen gibt, dass er damit es schafft, wirklich jeden auf die Stühle zu reißen und auf die Kirchbänke zu reißen. Das ist das, was ihn auch jeden Abend quasi erfüllen lässt und sagen kann, es war super. Am 17. Dezember geht es los, die große Deutschland-Tournee. Eine Jubiläumstournee, wie wir gerade festgestellt haben, 10 Jahre. Wird es ein besonderes Programm geben? Arbeitet man schon daran zu sagen, wir machen diesmal eine ganz besondere Show? Oh man, this year is going to be amazing. I mean, trying to put 10 years of music into one show is almost impossible. But we're gonna go on a journey from the first year all the way up until now, and it's gonna be. I think this year we've had some great shows, but I think this year the show is going to be incredible, amazing, incredible. Yes, and so I'm really excited, and everyone is really excited. We're working really hard to try to really try to bring 10 years of music, and there we have had some fans that have been with us that come from first year till now, 10 years. So we're really going to try to put everything in one show and just have one concert, not show, one concert, and just have a great time. And I'm sure that people will really, really walk away satisfied. And that's our objective. We try to satisfy the publicum. Publikum, right? Yeah.
Also es gibt dieses Jahr definitiv eine besondere Show. Es werden 10 Jahre in ein Konzert gepackt. Yes. Es wird von Anfang an quasi, oder das erste Jahr bis zum 10. Jahr wird da sein. Es gibt Fans, die jetzt auch schon seit 10 Jahren dabei sind, weshalb die es wahrscheinlich dann auch als erstes nochmal sehen werden, dass man Medleys hat oder auch Lieder, die damals anders performt wurden als jetzt. Ich meine, jeder, der die Gospel schon mal gesehen hat, weiß halt auch, dass die Lieder zum Teil anders gemacht werden, dass es mit der Zeit geht. Und diese 10 Jahre werden halt einfach in ein Konzert gepackt, was als solches wahnsinnig ist. Deshalb wird die Show einfach wahnsinnig. Und das ist das, was er möchte, dass das Publikum nach der Show eben rausgeht und sagt, das war der absolute Brüller, das waren 10 Jahre. Genau. Wir weisen noch mal darauf hin, am 17. Dezember geht's los, quer durch Deutschland. Ist im Moment eher die Stimmung, die Nervosität, da alles zusammenzustellen, dass alles passt, oder schon die Vorfreude, dass man am 17. sagen kann, ich bin froh, dass ich jetzt Gas geben kann? Like I said, we're all excited. Mostly all the singers are like, we're ready to go on tour. We're excited because we love what we do. We love gospel music, and we love to perform. So I think, and again, that's another thing that's important. If you don't love it, then you shouldn't do it. Also es ist die Zeit, wo sie sich wahnsinnig freuen, wo sie bereit sind, jeden Augenblick die Koffer zu packen und zu gehen. Also sie möchten alle jetzt gehen. Und sie freuen sich sehr, und das ist das, was sie haben wollen, dass sie quasi mit der Liebe, oder dass sie das, was sie tun, dass sie das lieben, und das ist das Entscheidende, dass man eben jetzt bereit ist, auf die Bühne zu gehen. Wir haben es am Anfang gehört, es war eine wunderbare Zusammenkunft zwischen Lars Bernd und Craig Wiggins, der gesagt hat, ich möchte meine Gospeltruppe haben. Jetzt sind Sie 10 Jahre mit Lars Bernd in Deutschland unterwegs. Wie ist die Zusammenarbeit? Wie fühlt man sich da? Ist das so eine Familie geworden, wo man sagt, man arbeitet wunderbar zusammen? Oder ist das eher so ein knallhartes Management? Oh no, it's very easy. We're all really one big family. Honestly, we have grown to love each other, and I think that's important when you're doing this type of work. I would not want to work with anyone else but Lars Bernd. He's like my little brother, I guess. My little brother. Yeah, he was my little right. Yeah. He's like a little brother to me, and it's just an amazing, it's amazing chemistry, because he's the type of person that he listens and he hears your ideas, and he tries to make them work. And I think that he's not just like, he's not that type of person. He's, he hears you. He doesn't just listen, but he hears you. And he has a big heart. And I wouldn't want to work. I would not work with anyone. Never mind about I wouldn't want to. I would not work with anyone else in here but Lars Bernd. Also für ihn ist Lars Bernd Events wirklich eine Familie, und gerade Lars Bernd einfach einer, der ein großes Herz hat, einer, der einem immer zuhört und die Ideen, die man hat oder die Craig hat, auch umsetzt und nicht nur sagt, ja, okay, sondern das Ganze halt auch wirklich dann einfach in den Tat umsetzt und ihm zuhört. Und für ihn ist es halt so, dass sie wirklich eine Familie sind und gemeinsam zusammenarbeiten. Und das ist nicht, ich kann es nicht übersetzen, das ist nicht nur rah. I got it, I understand. I got it. Sondern dass es halt wirklich ein Zusammenspiel ist, das Ganze. Und das ist And I trust him. Und er vertraut Lars. Und er möchte niemals mit einem anderen arbeiten, auch wenn er es könnte. Er möchte es einfach nicht. Er möchte mit Lars Bernd Events arbeiten oder mit Lars Bernd arbeiten. I want to personally invite everyone to come and see the New York Gospel Stars on 17th of December. 17th of December 2017 for our 10-year anniversary. Trust me, you're going to have a good time. You're going to laugh, you're going to cry, you're going to dance, and we're just going to have a great time. And again, make sure that you come and check us. Please make sure you come and check us out. I love you, and I will see you 17th of December. the 17th of December, Right. 2017. Where? In Hattingen. In Hattingen. Okay? Please come. Thank you.